Es ist so offensichtlich und nahezu sprichwörtlich. Ein gekochtes Ei wird nicht wieder roh, aber wie sich herausstellt, geht es gewissermaßen doch. Was die thermische Energie bei den Eimolekülen verursacht, kann die mechanische Energie rückgängig machen. Eier bestehen hauptsächlich aus Wasser und Proteinen. Zu Beginn sind die Proteine in komplizierte Formen gefaltet und werden von schwachen chemischen Verbindungen zusammengehalten. Wärme trennt diese Bindungen und ermöglicht den Proteinen, sich zu entfalten, abzuwickeln und frei herumzuschlängeln. Dieser Prozess heißt Denaturierung. Die freigesetzten Proteine stoßen an ihre Nachbarn und gehen neue Bindungen ein. Und zwar immer mehr, je wärmer es wird, bis sie schließlich so verflochten sind, dass sie zu einer festen Masse gelieren, einem gekochten Ei. Diese Verflechtung mag zwar endgültig aussehen, ist es aber nicht. Nach einer chemischen Idee, nämlich dem Prinzip der mikroskopischen Reversibilität, kann jede Veränderung wie das Festwerden der Eiproteine theoretisch rückgängig gemacht werden, wenn man die Schritte zurückgeht. Doch fügt man mehr Wärme hinzu, verflechten sich die Proteine noch weiter und wenn man sie abkühlt, gefrieren sie. Hier ist der Trick. Man muss sie unglaublich schnell herumschleudern. Das ist kein Scherz, das funktioniert so. Zuerst lösen die Wissenschaftler gekochtes Eiweiß in Wasser mit einer Chemikalie namens Harnstoff auf, einem kleinen Molekül, das als Gleitmittel fungiert und die langen Stränge der Proteine umhüllt, sodass sie leichter aneinander vorbeigleiten können. Dann wird diese Lösung in einem Reagenzglas mit halsbrecherischen 5000 Umdrehungen pro Minute geschleudert. Dadurch breitet sich die Lösung als dünner Film aus. Jetzt kommt das Wichtigste. Die Lösung, die der Glaswand am nächsten ist, dreht sich schneller als die Lösung in der Mitte. Dieser Geschwindigkeitsunterschied erzeugt Scherspannungen, die die Proteine wiederholt auseinander und wieder zusammenziehen, bis sie in ihre Ursprungsform zurückkehren und dort bleiben. Sobald die Zentrifuge sich nicht mehr dreht, liegt das Eiweiß wieder im rohen Zustand vor. Dieses Verfahren funktioniert mit allen Arten von Proteinen. Größere, unordentlichere Proteine lassen sich weniger leicht auseinanderziehen. Deshalb bringen die Wissenschaftler an einem Ende eine Plastikperle an, um das Protein durch zusätzlichen Druck anzuregen, sich zuerst zu falten. Diese Umkehrmethode funktioniert nicht mit einem ganzen Ei in der Schale, weil sich die Lösung in einer zylindrischen Kammer verteilen muss. Doch die Anwendungen gehen weit über das Entkochen eines Frühstückseis hinaus. Viele Arzneimittel enthalten Proteine, deren Herstellung extrem teuer ist, zum Teil weil sie genau wie gekochtes Eiweiß in verflochtenen Aggregaten stecken und entwirrt werden müssen, bevor sie ihre Funktion erfüllen können. Dieses Schleuderverfahren hat das Potenzial zu einer einfacheren, günstigeren und schnelleren Methode, um Proteine wieder zu falten, sodass neue Medikamente möglicherweise rascher zur Verfügung stehen können. Noch etwas sollte man bedenken, bevor man versucht, all sein Essen zu entkochen. Ein Ei zu kochen ist eigentlich ein ungewöhnlicher Prozess. Denn obwohl dabei Form und Bindung der Proteine verändert werden, ändert sich ihre chemische Identität nicht. Die meisten Kochvorgänge ähneln eher der berühmten Maillard-Reaktion, bei der chemische Veränderungen vorgenommen werden, die Zucker und Proteine in köstlich knusprigen Karamell verwandeln und viel schwieriger rückgängig zu machen sind. Man kann vielleicht gekochte Eier wieder roh machen, aber Spiegeleier leider nicht. Noch nicht. Lerne mit diesen Videos weiter und vergesse nicht zu abonnieren. Verpasse nie die Chance, etwas Neues zu lernen.